Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer Roomtour. Servus! Der Van ist endlich fertig, das könnt ihr vielleicht so ein bisschen im Hintergrund sehen. Und wir sind gerade unterwegs und wollen euch jetzt den Van vorstellen. Das machen wir jetzt. Wir haben hier einen wunderschönen Platz gefunden, um euch den Van vorzustellen. Der Van, das ist er, ein Vito von 2018. Wir haben jetzt 4 Monate gebraucht, um den zu einem Campervan umzubauen. Und Alina hat die Ehre, ihn euch heute vorzustellen, wenn sie aufmacht. Ja, endlich fertig damit, wirklich, Ja. Gott sei Dank. Aber bevor ich euch den Van vorstelle, abonniert auf jeden Fall gerne unseren Kanal. Wir freuen uns darüber. Folgt uns auch sehr gerne auf Instagram. Und es gibt noch was richtig Cooles zu gewinnen Genau, hier. An am alle Ende vom Van-Ausbauer. Video. Ja, genau. Deswegen bleibt auf jeden Fall dabei. Damit ein bisschen mehr Licht reinfällt, mache ich mal die Heckklappe auf. Come and tell me what you need to know. We can stalk it and make it grow. Come and ask me what you want to know, and we can go from here. Dieser Van verfolgt ein offenes Konzept. Das war uns extrem wichtig, denn es ist ja eigentlich ein kleiner Vito, aber wir wollten den Platz so gut nutzen, dass es einfach sehr offen wirkt. Und ich finde, das haben wir eigentlich ganz gut geschafft mit dieser Raumaufteilung. Insgesamt finden hier 3 Personen Platz, also es können 3 Personen vorne mitfahren und 2 Personen können hier schlafen. Wie ihr seht, diese Optik, also mit dem Buchenholz und den weißen Möbeln, alles so in Richtung Landhausstil-Optik gehalten, das macht das alles noch freundlicher, viel offener und es wirkt noch viel größer. Bei dem Bett haben wir uns was richtig Feines überlegt. In so einem kleinen Van ein großes Bett reinzukriegen, ist ja gar nicht so einfach. Und da haben wir uns gedacht, machen wir wieder ein ausziehbares Bett. Und es ist so ein ausziehbares Bett. Es funktioniert durch Lattenroste, die ineinander gleiten. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal, wie man das macht. Einmal auf den Push-Lock drücken und hier nochmal. Und man kann das Bett tatsächlich auch aufbauen, während man sich noch im Fahrzeug befindet. Also auch bei Regen. Wunderbar. Und dafür muss ich ganz einfach hier das rausfahren. Und das Gute ist, dass es halt über Schwerlastauszüge läuft und man kann es super einfach ausziehen und wieder reinmachen von einer Seite aus. War uns extrem wichtig. Die Matratze muss man eigentlich vorher schon abmachen und dann rüberlegen. So. Und eine Matratze fehlt tatsächlich, Timo. Die sollte sich über dem Kopf befinden. Ach genau, hier. Wir haben hier insgesamt 3 Matratzen, denn wenn man die Matratze oder ein Teil der Matratze als Rückenlehne verwendet und wenn man dieses eine Stück bis hier hinten hin gemacht hätte, dann hätte es hier hinten das Fenster versperrt und das wollten wir nicht. Deswegen haben wir es dann einfach dreiteilig gestaltet und so finde ich es besser. Und bequem ist das Bett auch schon ausprobiert. Ja, das sieht sehr, sehr bequem aus. Richtig geil. Do you see how this fire grows? Rapid, and nobody knows how it started or where it will go. I can't stop now, baby, no. I will just keep turning, and here I am still learning about what it is that you need. Unter dem Bett ist ganz viel Stauraum und den brauchen wir hier auch. Unter anderem ist hier eine richtig große Schublade und da passt so viel rein und natürlich mit einem Push-Lock verschlossen. Und weiter geht's hier mit diesen Körben und ja, es ist irgendwie, wir wollten mal so ein bisschen Natur mehr mit reinbringen. Und ich finde es ja persönlich richtig cool, wenn man daheim was packen kann, also den Korb mit heimnehmen kann, alles reinladen kann und dann in den Van und einfach zack rein. Finde ich total genial. Und dann geht es weiter mit Stauraum und zwar hier hinten unterm Bett, aber da kommt man von außen dran. Warte, ich komm rum. Der kleine Stauraum, nee, eigentlich gar nicht. Ich meine, guck mal, wie viel hier drin ist, also was hier reinpasst. Eigentlich perfekt so für Schuhe oder irgendwas anderes. Ich meine, guck mal, ist ganz schön viel Stauraum drin. Stauraum haben wir übrigens hier hinten super viel. Und ich muss sagen, dieser Blick hierhin,
Der ist einfach so gigantisch. Ich finde es total beeindruckend, weil es so gut harmoniert, das Holz mit dem Weißen. Mir gefällt es persönlich richtig gut. Und wir haben hier ganz viele Fächer unterbringen können, schon vollgepackt. Also schaut euch das mal an. Also wir haben versucht, wirklich so viel Stauraum hier unterzubringen, wie es einfach nur geht. Und das haben wir, wie ich finde, eigentlich auch ganz gut geschafft. Hier oben auch noch ein paar Körbe. Das macht einfach so einen, ja, einen schönen natürlichen Look und bringt noch einen schönen Ton mit rein. Und ein Highlight, das ist hier der Klapptisch. Der ausziehbare Klapptisch. Mit einem Pushlock gesichert, lässt sich das super einfach ausziehen. Hier hat man nochmal hier solche Verstärkungen, dass der Tisch schön gerade aufliegt und man kann hier frühstücken oder am Laptop arbeiten, wie man mag. Verstauen kann man den Tisch ebenfalls super schnell und für die Fahrt sichern und weg ist er. In dem Schrank befindet sich hier aber auch noch eine weitere Sache und zwar die Trenntoilette. Gesichert ist die Trenntoilette hier über ein Gurtband, dass während der Fahrt nichts passiert und auch nichts ausläuft. Und das ist eine Trockentrenntoilette. Vorne kommt das Flüssige rein, hinten das Feste. Und wenn man das alles entleeren möchte, dann kann man das hier einfach hier wegtun und die Behälter dann einfach entleeren. Was ich auch richtig cool finde, ist, dass man das auch nochmal als Sitzplatz nutzen kann. Das mache ich jetzt mal. So. Richtig bequem, finde ich. Also ich fühle mich total wohl. Ich klappe jetzt nochmal den Tisch aus. Ich finde es geil. Ja, ist auch cool. Ich finde es richtig cool. So ein separater Sitzplatz ist eigentlich gar nicht so schlecht. So für große Leute, ja, nicht schlecht. Die Toilette lässt sich dann auch super schnell wieder verstauen. Kommen wir zu dem Badschrank. Das hier ist der Badschrank und der hat so eine schöne organische Form, passt super gut in den Innenraum. Hier außen kann man ein paar Gewürze anbringen oder was aufhängen, wie man mag. Wenn man den hier aufmacht, dann kann man es ganz leicht herausziehen, ebenfalls über Auszüge. Und man kann hier ganz schön viele Badsachen unterbringen. Wie ihr seht, habe ich das auch schon gemacht, so Zahnbürsten aufhängen, wie man das halt gerne möchte. Und was ich halt auch richtig toll finde, ist, dass man halt hier einfach einen Spiegel untergebracht hat. Und ja, ist halt super praktisch, weil hier ist direkt das Waschbecken. Man kann sich als Frau hier schminken oder als Mann, keine Ahnung, was macht man als Mann? Rasieren? Ja, okay, gut. Halt auch hier nochmal ein dreifacher Vergrößerung. Also der Van ist halt jetzt auch nicht nur für Männer gedacht, sondern halt auch für Frauen. Genau, so. Und man kann auch hier, und das sollte man machen, während der Fahrt ist alles sichern, dass hier nichts klappert. Auf der anderen Seite ist auch noch mal was untergebracht. Folgt mir mal. Hier sind noch mal ein paar Haken und ein paar Fächer, wo man halt auch noch was unterbringen kann. So. Und für die Fahrt natürlich wieder verschließen, dass auch da nichts passiert. Das Thema Küche war in diesem Van äußerst kompliziert, denn wir wollten in die Küche so viel reinpacken, wie es eigentlich nur geht, aber es war wirklich schwer. Aber was haben wir reingebracht, Timo? Wir haben Strom drin in der Küche, wir haben, klar, Wasser, Abwasser, Gasanlage haben wir drin, eine Kühlbox haben wir drin und was habe ich vergessen? Die Standheizung hast du Standheizung haben wir tatsächlich auch noch drin. Also extrem viele Themen hier reingebracht. Und da fangen wir mal mit dem ersten Thema an und das ist die Kühlbox. Dafür muss ich mal ein bisschen was runternehmen, die Deko hier. Und also das hier ist so ein Schnellspannverschluss. Wenn man den hier aufmacht, dann kommt man hier oben an die Kühlbox dran. Auch super einfach gestaltet, man kommt an alles super einfach dran. Und die Kühlbox hat insgesamt knapp 40 Liter Inhalt. Also für den Sommer perfekt. Dann gehen wir jetzt auch weiter zu dem Wasser. Thema Wasser. Der Wassertank ist 44 Liter groß und befindet sich unter der Kühlbox. Es ist ein fest installierter Tank mit einer Tauchpumpe drin und das Wasser wird hier zum Wasserhahn gepumpt und hier ist eine wunderschöne Edelstahlspüle. Finde sie ganz klasse. Klein, aber fein. Und das Abwasser landet hinten in dem Abwassertank und der ist knapp 20 Liter groß, aber da folgt mir mit nach draußen. Und an den Abwassertank kommt man hier dran. Da ist ein Schlauch reingesteckt, den muss man raustun und dann kann dann das Wasser oder das Abwasser entleeren. Hier drüben befindet sich eine
kleine Schublade, auch gar nicht so klein. Ich finde sie relativ groß für diesen Van. Für Besteck, oder? Besteck, ja klar. Besteckschublade gehört in jeden Van, also richtig cool. Hier draußen befindet sich auch noch ein kleines Highlight, und zwar ein ausziehbarer Tisch. Der Kaffeetisch ist das, ja, oder halt, wenn man draußen kochen möchte. Ich koche ja super gerne draußen, zumindest schnippeln, weißt du? Ja. Kann man das hier ausklappen. Richtig toll. Thema Kochen. Man kocht hier mit Gas. Das war uns auch extrem wichtig, dass man halt hier nicht irgendwie so mit Kartuschenkochern herumhantiert, sondern eine fest installierte Gasanlage hat. Es ist ein 2-Flammen-Gaskocher von der Firma Dometic und es hat natürlich auch einen Gaskasten mit einer Gasflasche drin, und die befindet sich hier drin. Und es sind 2,75 Kilo. In diesem Gaskasten haben wir eine relativ kleine Entlüftungsöffnung drin. Das ist möglich, weil wir eine kleine Gasflasche haben, und wer mehr über das Thema erfahren möchte, der schaut sehr gerne auf unsere Internetseite. Sie lautet www.sprinter.de, und da haben wir einen sehr guten Gasbericht online. Schaut sehr gerne mal drauf. Kommen wir zu der Standheizung. Es ist eine 2 kW Dieselstandheizung. Sie befindet sich hier drin, und die Frischluft wird aus dem Fahrerraum angesaugt, wird da drin erhitzt und dementsprechend hier vorne dann rausgeblasen. Und das finde ich halt total nett, wenn man nämlich das Bett aufgebaut hat, dann kann man richtig schön von unten die warme Luft durchgleiten lassen und hat es schön von unten warm. Finde ich total klasse. Oder wenn man die Couch hier aufgebaut hat, kann man sich hier hinsetzen und seine Füße schön wärmen. Für eine gute Belüftung in dem Van haben wir zum einen eine Dachhaube, die man auch offen lassen kann, wenn es regnet. Und wir haben auch noch zusätzlich 2 weitere Fenster in den Vito eingebaut. Zum einen hier an der Schiebetür, und hinter mir ist auch noch eins. Und die kann man sogar öffnen, die Fenster. Genau, das ist das richtig Gute dabei. Das haben wir in unserem Sprinter immer vermisst. Man kann dieses Fenster hier öffnen. Das habe ich vorhin gemerkt, das ist so gut durchlüftet. Guck mal hier, das ist so geil. Und in der Schiebetür mache ich es auch mal erstmal zu und dann auf. Oh, so. Hallo! Und durch die Vorhänge kann man auch gleichzeitig etwas Privatsphäre schaffen. Tada. Weiß ich nicht, wo ich dich filmen soll. Das Herzstück der Elektroinstallation ist die 100 Ampere-Stunden große Lithium-Eisenphosphat-Batterie von der Firma Wattstunde. Das Ding ist wirklich riesig für diesen Van, denn nicht mal wir im Sprinter haben so eine große Batterie. Für alle Verbraucher komplett ausreichend. Und das Gute an dieser Batterie ist, dass man sie mit einer App überwachen kann. Also man kann sehen, wie voll ist die Batterie eigentlich oder was wird denn gerade entnommen. Die Batterie können wir über 2 Wege aufladen. Zum einen über einen Ladebooster von der Firma Wattronic, und dieser lädt während der Fahrt mit maximal 30 Ampere die Batterie auf. Und zum anderen über die Solaranlage, aber die befindet sich auf dem Dach, deswegen gehen wir kurz mal hoch. Galant wie ein Elefant komme ich jetzt hoch über die Küche. Das hier ist die Solaranlage. Sie hat 110 WP und es ist ein Hochleistungsmodul von der Firma Wattstunde. Wer Bock hat, schaut doch gerne auf die Internetseite von ihnen vorbei. solarkonter.de heißt sie, und sie haben tatsächlich noch Solaranlagen. Das Solarpanel hier ist befestigt auf einem Dachträger, und den Dachträger haben wir uns extra konfigurieren lassen von dem Andreas von Alu-Dachträger. Und das Perfekte bei diesem Modell ist auch, dass man hier außen eine Markise dran machen kann, und wir haben hier auch noch einen Bereich freigehalten, komplett längs bis nach vorne, dass man eine Dachbox drauf befestigen kann oder sowas wie ein Surfboard. Alina hat euch jetzt unseren Van vorgestellt. Ich hoffe, euch gefällt er und auch das Video. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo sowieso. Und übrigens, der Van steht aktuell zum Verkauf. Wenn ihr Interesse habt, schickt mir gerne eine Mail an timo@sprinter.de. Und jetzt kommen wir zu dem Part, wo wahrscheinlich schon die meisten drauf warten, nämlich auf das Gewinnspiel. Genau. Um was geht's denn? Und zwar haben wir mit der Firma Vicon ein ganz tolles Set zusammengestellt, was ihr hier gewinnen könnt. Das Set beinhaltet unter anderem Elektroinstallationswerkzeug, Klebstoffe, Schmierstoffe, also wirklich alles, was ihr für den Vanausbau braucht. Wir verwenden diese Produkte selbst beim Vanausbau, und wenn ihr Bock habt, es zu gewinnen, dann macht auf jeden Fall mit. Alle Infos zu dem Gewinnspiel gibt es unten in der Videobeschreibung. Das meiste, was wir in dem Van benutzt haben, findet ihr natürlich in unserem Amazon Store. Und auch in der Videobeschreibung. Und auch in der Videobeschreibung. Deshalb. Ansonsten. Danke fürs Zusehen und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Just
Dschungelvogel! Und dafür öffnet man am besten hier auch noch die Tür und hat dann noch genug Platz, um rauszugehen und alles zu ordnen. Ja, aber man muss nicht rausgehen. Nee, kann man das auch so abbauen. Hast du schon mal gemacht? Ich habe es noch nicht gemacht. Ja. Echt? Du hast recht. Das ist perfekt, da hinten die Ecke noch. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht. Da bist du jetzt gerade echt klüger als ich. Eine Mail an timo@sprintour.de und da kommen wir dann... Das Geschäft vielleicht. Ja, vielleicht.